Porsche Sports Cup, Runde 5 von 6 Rennen. Dieses Mal sind wir am Nürburgring in der Eifel. Die legendäre Nordschleife, Grand Prix-Strecke, klangvolle Namen wie Hohe Acht, Pflanzgarten, Karaschola Karussell. Ein Ort, wo viele Rennsportlegenden geboren wurden. Nicht zuletzt so einer wie Stefan Bellof mit seiner Rekordrunde im Porsche 956 mit unvergessenen 6:11 Minuten und 13. Dieses Wochenende sind wir am Nürburgring auf der Grand Prix-Strecke. Sehr, sehr geile Strecke, ehrlich gesagt. 5,1 Kilometer lang. Ein bisschen ein Höhenunterschied drinnen. Sehr technische Strecke im ersten Abschnitt. Sektor 2 und Sektor 3 sehr, sehr schnell von den Kurvenkombinationen her. Aus dem Grund spannende Strecke. So, ich habe euch heute was mitgebracht. 991, zweite Generation GT2 RS. Und hier nochmal als Sahnehäubchen als MR-Variante. Und das Fahrzeug steht deshalb sehr stark in Verbindung mit der Gegend rund um den Nürburgring, weil Lars Kern die Rekordrunde damit gefahren hat. Und zwar eine 6 Minuten 43,3. Die ganze Tradition, die hier herrscht, ist einfach besonders, jedes Mal hier zu sein. An der Stelle halte ich hier auch das richtige Auto in meiner Hand. Das ist das Auto vom Timo Bernhard, womit er den Rundenrekord gefahren hat, die legendäre 5 Minuten 19. Also alles in allem ein legendärer Ort. Wir haben hier natürlich nicht umsonst unseren CK Modellcars Eifel Shop auch. Wenn es ums Thema Motorsport und Rennstrecke geht, it's a place to be. Ja, der Freitag ist wichtig, weil wir halt am Freitag auch am meisten mit Setups hin und her spielen können und natürlich dann uns auf die Strecke einschießen. Da können wir auch am meisten mit dem Coachen Christoph helfen, ihn auf Pace bringen und das ist einfach eine gute Basis für das Wochenende. Ja, am Freitag hatte ich einen Reifenplatzer. Das war auch in den Bedingungen, wo es halt angefangen hat aufzutrocknen. Die Reifen wurden sehr heiß und die Curbs sind öfters sehr scharf und wenn man irgendeinen Curb unglücklich trifft, dann können so Sachen passieren. Es ist lieber, dass sowas passiert im freien Training wie im Rennen. Der Michelin Rennservice macht den Service, das heißt alles, was Reifen anbelangt, die Bestellungen mitbringen, die Infrastruktur, sprich Montage etc. Mitbringen, die Manpower mitbringen und dann legen wir die ganzen Reifen auf die Räder, nehmen die runter und die nächsten wieder drauf, von Veranstaltungsanfang bis Veranstaltungsende. Wir haben an dem Freitag einen neuen Satz Regenreifen aufgezogen. Man merkt natürlich enorm, wie viel mehr Grip der dann hat durch das frischere Gummi. Ein Regenreifen hat eine ganz andere Aufgabe. Er muss früher funktionieren, weil die Haftreibung natürlich bei weitem nicht so hoch ist. Das heißt, der Reifen ist im Aufbau schon etwas weicher. Ein Regenreifen arbeitet in der Regel in einer Bandbreite von, sagen wir mal, 45, 50 Grad. Bei 50 Grad fühlt er sich pudelwohl und generiert eigentlich Grip.
Am Samstagmorgen war die Strecke noch nass von der Nacht im freien Training. Dann sind wir mit Regenreifen gefahren, weil die Strecke zu nass war für Slicks. Und dann zum Qualifying tatsächlich das erste Mal an diesem Wochenende mit Slicks gefahren. Raus, 2 Runden, um Temperatur in den Reifen reinzubekommen. Reingefahren, Luftdruck gemacht, im Moment gewartet, weil wir wussten, je länger wir warten, desto schneller wird die Strecke. Und dann kurz vor Ende des Qualifyings hat Andi mich rausgeschickt. Dann bin ich mal in schnellen Runden gefahren. Waren die ersten Runden im Trockenen mit einem neuen Satz Slicks. Das ist sicherlich sehr herausfordernd. P6 in der Klasse, 2000 von P5 entfernt. Somit war Startplatz 6 und da ging es dann ins Rennen. Ja, in der Einführungsrunde sind wir dann durch Turn 1 durchgefahren, eine sehr enge Stelle. Wichtig für das Rennen dann in dieser Einführungsrunde die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Rennstart. Ich hatte Schwierigkeiten, die Ampel zu sehen, aber dennoch einen guten Start hinbekommen. Hab dann angebremst für Kurve 1. Ja. Hab doch sehr deutlich overshootet, hab zu spät gebremst, Fahrfehler mehr unterlaufen. Resultat war dann, dadurch, dass es in Kurve 1 sehr eng ist und sich die ganze Meute an Fahrzeugen da durchschieben muss, dass ich leider ein Seebach-Auto getroffen habe. Und das hat noch ein weiteres Auto getroffen. Ich konnte erst weiterfahren, dachte, der Schaden wäre nicht so groß, aber der Kühler war beschädigt und dann musste ich in die Box fahren, das Auto abstellen nach wenigen Runden. Ich bin mir sicher, der Christoph wird sich davon erholen, daraus lernen und abhaken, morgen geht's weiter. Also Sonntagmorgens gab es das Endurance Qualifying. 45 Minuten Verspätung dieses Wochenende, weil es sehr nebelig hier am Nürburgring war. Aus Sicherheitsgründen hat man das ein bisschen hinten verlegt, bis dann der Nebel abgezogen ist. Ging das Qualifying. Das war für meine Seite nicht optimal. Ich habe die Runde nicht so zusammengebracht, wie ich es mir wünschen würde. Habe im letzten Teil der Strecke ein bisschen Zeit liegen lassen. Am Ende war es dann mit 400stel dann auf P2, also habe ich ganz knapp Pole verpasst. Also für mich ist das nicht zufriedenstellend. Ich bin natürlich immer der Meinung, dass Pole das Ziel ist. Zum ersten Mal, dass wir in dieser gesamten Saison nicht auf einer Pole-Position stehen in der Endurance-Medaille, nicht zusammenfahren. Aber gut, 100 Minuten Rennen ist lang und von daher ist die Startposition sekundär. Nach dem Qualifying Endurance ging es ins Sprint-GT-Rennen, das zweite Sprint-GT-Rennen an diesem Wochenende, wo ich 30 Minuten alleine fahre. Aufgrund meines Unfalls vom Vortag habe ich 5 Strafpositionen bekommen in der Startaufstellung und bin nicht von P3 in der Klasse gestartet, sondern von P8. Man muss natürlich hoffen und kämpfen, dass vor einem viel passiert, dass man da ordentlich durchkommt. Ich bin vom gelb-schwarzen East Racing in die Wiese gedrückt worden. Da musste ich kurz vom Gas gehen, dass ich nicht das Auto verliere. Es war tatsächlich ein sehr herausforderndes Rennen. Am Ende Position 7. Die Pace war da, dass es ganz nach vorne geht und dass es auch Pokale gibt, sowohl am Samstag wie auch am Sonntag. Und das war natürlich schon
für mich persönlich eines der enttäuschendsten Wochenenden, die ich in der Sprint GT erlebt habe. Nach der Sprint GT geht es dann in Endurance. Man muss quasi die 2 Rennen für sich abhaken. Man hat noch eine kurze Erholungsphase. Wir hatten keine Klimaanlage im Auto. Der Kollege Osman hat uns geholfen mit einem Seitenfenster, mit einem Lüftungsschlitz drin, sodass wir frische Luft im Auto hatten. Das war die erste Herausforderung. Dann hatten wir ein technisches Problem direkt am Start. Der Random Power Circle hat nicht funktioniert. Das ist die Drehzahlanzeige, wo ich mit dem LED-Balken angezeigt bekomme, wann ich schalte. Somit hatte ich den visuellen Effekt nicht mehr zu wissen, wann geht das Auto in den Begrenzer, sondern man musste es hören. Das war sehr herausfordernd. Der Start ist gut verlaufen. Ich habe auf Position 2 das Auto durchs Feld geführt. In Runde 1 hat Steve einen Fehler gemacht, hat das Fahrzeug in der Dunlop-Kurve verloren, ist durchs Kiesbett. Christoph hat direkt P1 übernommen nach einem guten Start. Dann war ich Führender, hatte auch einen relativ großen Vorsprung, aber aufgrund des Problems mit dem Random Power Circle hatte ich sehr große Probleme mit dem Schalten. Habe dadurch bei den Rundenzeiten einiges einbüßen müssen. Und das Ende vom Lied war, dass mir noch ein Fahrfehler unterlaufen ist. Hatte ich sehr viel Glück gehabt. Ich hatte kurzzeitig Bedenken, dass ich das Auto verliere oder einplanke, von daher großer Schreckmoment. Ich habe das Auto dann auf Position 2 übergeben an Daniel beim Boxenstopp. Dann hat er mir das Auto übergeben mit so 30 Sekunden Rückstand. Dann kam eigentlich direkt in meinem Stint eine Safety-Car-Phase. War sehr gut für uns, weil dann konnte ich wieder zum ersten anschließen. Nur leider war ich genau hinterm führenden Fahrzeug, also insgesamt. Und alle Fahrzeuge, die vor diesem führenden Fahrzeug waren, durften das Safety Car überholen, sodass sie dann den Führenden insgesamt vom Rennen dann genau hinterm Safety Car ist. Und dadurch habe ich dann eine komplette Runde verloren im Prinzip. Und der Sieg war dann damit natürlich sehr unrealistisch. Wäre auf jeden Fall drin gewesen, weil im Rennen hatte ich eine sehr, sehr starke Pace. Schnellste Runde mit einem größeren Abstand. Auch nach dem Safety Car habe ich den Abstand immer verkleinern können, aber natürlich eine Runde aufzuholen ist dann halt nicht realistisch. Und ja, da müssen wir jetzt den 2. Platz mitnehmen. Trotzdem gute Punkte. Wir können overall in der Meisterschaft ausbauen. Und dementsprechend kann man das als Schadensbegrenzung nehmen. Und in Hockenheim greifen wir wieder voll an. Wir haben Glück gehabt, die Verfolger in der Endurance sind nur Dritter in ihrer Klasse geworden. Somit konnten wir 5 weitere Punkte holen, haben unseren Vorsprung ausgebaut und gehen jetzt mit einem guten Vorsprung nach Hockenheim, der uns viel Sicherheit gibt und hoffen sehr, dass wir dann die Meisterschaft in Hockenheim beim Saisonfinale einfahren können.